Liebe Freunde der Fechtkunst, mein Name ist Paul Becker. Ich bin Leiter von Emoto Deutsche Kampfkünste, meiner Schule für historische Fechtkünste hier in Nordhausen am Harz. Seit langem arbeite ich nun an einer Online-Lernplattform, die es Fechtinteressierten ermöglichen soll, mit einem professionellen Curriculum strukturiert an ihrem Fechten zu arbeiten. Dazu habe ich die Emoto Academy erschaffen. Hier werdet ihr in verschiedenen Videokanälen die Möglichkeit haben, nach didaktischen Grundsätzen und mit zielgerichteten Methoden Fechten zu erlernen, zu üben oder einfach strukturiert an euch zu arbeiten. So könnt ihr euch zum Beispiel in HEMA Basics die Grundlagen der Fechtkunst erarbeiten. Oder euch in den kurzen Wehren wie Messer, Lussack, Einhandschwert oder Rapier üben, sowie das lange Schwert nach verschiedenen deutschsprachigen Fechtmeistern erlernen und trainieren. Auch das Thema historische Selbstverteidigung soll Schritt für Schritt in die Academy eingearbeitet werden. In die Emoto Academy fließt meine langjährige berufliche Expertise als Offizier, Ausbilder und Lehrer ein. Ich habe in meinen 13 Jahren Dienstzeit an der Aus-, Fort- und Weiterbildung von mehr als 3000 Soldaten mitgewirkt, habe die Ausbildung geplant, geleitet, durchgeführt und kontrolliert. Dabei war ich oft Ethiklehrer, Sportausbilder, Nahkampflehrer, Schießlehrer oder auch Lehrer im Gefechtstraining. Zudem habe ich in der Öffentlichkeitsarbeit mit mehr als 4000 Jugendlichen und Erwachsenen als Referent und Seminarleiter gearbeitet, als Kommunikationstrainer und als Führungscoach. All diese Fähigkeiten und Erfahrungen möchte ich in meine 20 Jahre Erfahrung als Fechter, Fechtlehrer und seit einigen Jahren auch als Schulleiter in die Emoto Academy einfließen lassen. Ich werde mein Bestes geben, um euch auf eurem Lernweg zu unterstützen. Um euch die Wartezeit bis in das Frühjahr 2020 etwas zu versüßen, könnt ihr euch jetzt hier eines der ersten Lehrvideos zum Thema Hauen anschauen. Viel Spaß dabei und hoffentlich bis bald! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emoto HEMA Basics. Nachdem ihr nun schon in mehreren Videos von mir einmal die theoretischen Grundlagen kennengelernt habt, aber auch schon die Körpermechanik, einiges zur Schwertphysik, Beinarbeit, so wollen wir nun in das nächste Modul, das nächste Thema einsteigen, das Lernen der Heue. Ihr seht hier schon eine Platte aus Joachim Meyers Fechtbuch, dem gedruckten Werk, und dort seht ihr im Hintergrund Meyer stehen, wie er mit seinem Finger auf die Haulinien zeigt und vor ihm ein Schüler das Hauen übt. Und genau das Gleiche möchte ich euch nun hier in diesem Tutorial und den folgenden näher bringen. Joachim Meyer hat dazu verschiedene Regeln, wie ein Fechter die Grundheue lernen soll, und dazu ist erstmal wichtig, das Haudiagramm, was ihr dort links im Bild seht, überhaupt erstmal zu verstehen und kennenzulernen. Hier haben wir nun das Haudiagramm, wie es eben auch auf der Platte, auf der alten zu sehen war. Ich habe das hier nochmal ein bisschen größer und ordentlicher dargestellt. Wir haben also insgesamt 8 Haulinien A bis H. Während wir heute im modernen Fechten hauptsächlich mit Zahlen arbeiten, hat man damals anscheinend im deutschsprachigen Raum mit Buchstaben gearbeitet. Sehr wichtig ist hier auch eine der älteren Aussagen aus dem Nürnberger Hausbuch aus dem 14. Jahrhundert. Der Ort ist das Zentrum, und das finden wir hier auch. Wir haben hier also die Haulinien und ihr seht in der Mitte einen Kreuzungspunkt. Das könnt ihr euch auch wie ein Fadenkreuz bei einem Gewehr oder einer Pistole vorstellen. Das heißt, das ist der Punkt, den wir treffen wollen. Grundsätzlich haben wir in dem Kreuz auch dargestellt die 4 Blößen. Wir haben einmal die senkrechte Linie A bis E und die waagerechte Linie C bis G. Dadurch teilen wir den menschlichen Körper oder auch die einzelnen Ziele, die wir anvisieren, einmal in eine senkrechte und horizontale Linie und damit in 4 Blößen. Die oberen Blößen links und rechts nennen wir den Ochs und die unteren Blößen links und rechts nennen wir den Pflug. Wir haben also den linken Ochs, den rechten Ochs für oben und den linken Pflug und den rechten Pflug für unten als Blößen. Weiterhin unterteilen wir die Heue in halbe und ganze Heue.
Das können wir uns auf dem Diagramm so vorstellen, wenn wir die Linie A bis E, also den Scheitelhau nehmen oder auch Oberhau genannt, dann können wir diesen komplett von der Linie A, also der entsprechenden Hut, aus der wir ausholen, bis E einmal komplett durch bis zur Endposition. Also das wäre hier zum Beispiel A der Hut vom Tag über dem Kopf und E die Hutalber, könnte man direkt von Hut zu Hut eine Linie durchhauen. Das wäre dann ein ganzer Hau. Ebenso gibt es aber auch die halben Häue, wo wir immer in den Langort hauen, also nur bis zur Hälfte, bis auf Schulterhöhe. Das heißt, wenn wir unsere Waffe auf Schulterhöhe in den Langort strecken. Und deshalb ist der Ort auch das Zentrum. Die halben Häue sind hauptsächlich da, um Häue, die ein Gegner auf einen im Angriff führt, zu versetzen, also zu verteidigen, aufzufangen oder leicht aus der Angriffsbahn zu bringen, um so einen eigenen Konter, also einen Antwortangriff starten zu können. Die ganzen Häue wiederum sind zum einen zum Zufechten, zum Angreifen da, also mit direkten Angriffen die gegnerische Blöße zu erreichen, oder aber um einen gegnerischen Angriff komplett wegzuhauen. Auch diese Technik gibt es, also mit einem ganzen Hau die gegnerische Klinge komplett wegzuhauen und dann in die sich öffnende Blöße anzugreifen. Nun noch etwas zur Lernstruktur der Häue. Das heißt, didaktisch gesehen werden wir die Häue in der folgenden Reihenfolge lernen. Zuerst die halben Häue und dann die ganzen Häue. Hierbei ist wichtig, dass wir immer einen festen Lernweg haben. Wir lernen also immer zuerst die Häue im Stand, also ohne Beinarbeit, sodass wir uns rein auf die Oberkörperarbeit konzentrieren können. Und danach bringen wir die komplette Körperbewegung, zum Beispiel das Balancieren, also das Lehnen des Schwerpunktes nach vorne und hinten mit ein und dann schließlich die Beinarbeit. Das werden wir für jeden Hau einzeln machen und üben und anschließend dann auch mit verschiedenen Haukombinationen. Und genau so werde ich euch das auch im Video darstellen. Das heißt, ich werde zuerst die Häue im Stand zeigen, wie man sie als halbe Häue haut, wie man sie als ganze Häue haut und danach werden wir in die Bewegung gehen. Also erstmal balancieren, wenn wir den Hau nach vorne bringen, den Oberkörper Richtung Gegner lehnen und wenn wir ausholen, uns wieder nach hinten zu lehnen. Und dann bringen wir den sogenannten Anstellschritt mit rein und laufen Häue bahnenweise. Wenn ihr dann dort die entsprechende Lernzielstufe erreicht habt, gehen wir wieder einen Schritt weiter und versuchen dann die Häue im Zufechten erstmal auf ein Ziel, zum Beispiel ein Boxsack oder ein Haukreuz, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt, auszuführen und danach auch, wenn euch ein Partner zur Verfügung steht, gern mit einem Partner das Zufechten mit den Häuen zu trainieren. Widmen wir uns nochmal ganz kurz der Struktur der Häue. Schauen wir uns das Haudiagramm nach Meyer nochmal an. Dann teilen wir nicht nur in halbe und ganze Häue, sondern wir teilen auch grundsätzlich in Häue, die von oben gehauen werden, sogenannte Oberhäue, und Häue, die von unten gehauen werden, sogenannte Unterhäue. Alles, was ab der Mittellinie aufwärts ist, also C bis G und darüber H, A und B, werden als Oberhäue mit benannt. Man kann natürlich den Mittelhau hier nochmal extra erwähnen, sodass wir Oberhäue, Mittelhäue und Unterhäue haben, aber von der Ausholvariante entsprechen die Mittelhäue den Oberhäuen, deshalb rechnen wir sie bei uns den Oberhäuen mit dazu. Diese Häue werden auch die Prinzipalhäue genannt, also die Grundhäue, die elementaren Häue, aus denen alle anderen später verborgenen oder Meisterhäue entspringen. Jetzt möchte ich euch noch die Namen dieser Häue natürlich nennen. Wir haben vorhin schon die Linie A bis E, den sogenannten Scheitelhau oder Oberhau erwähnt. In den älteren Quellen ist der Scheitelhau bereits ein verborgener Hau. Bei Joachim Meyer zählt er zu den Grund- oder Prinzipalhäuen. Also, fangen wir an mit der senkrechten Linie A nach E, der Scheitelhau. Als nächstes im Uhrzeigersinn entsprechend kommt der Hau B nach F, der rechte Zornhau. Danach folgt der rechte Mittelhau von C nach G. Dann folgt der rechte Unterhau von D nach H. Dann folgt der senkrechte Unterhau von E nach H. Und dann geht es auf der linken Seite genauso wieder weiter mit F, dem linken Unterhau,
G dem linken Mittelhau und H dem linken Zornhau. Wichtig ist hier nochmal die sprachlich-fachliche Unterscheidung zwischen dem 14., 15. und dem 16. Jahrhundert. Nicht jeder Meister hatte für die Heue die gleichen Namen, aber gerade die Prinzipalheue sind sich eigentlich von den Namen immer ähnlich. Einziger Unterschied bei Meyer ist, dass H und B hier explizit dem Zornhau zugerechnet werden, während sie in früheren Quellen als Oberheue einfach nur bezeichnet werden. Soviel nun zur Theorie. Das waren die kognitiven Basics, die Wissensbasis, die ihr braucht, um dann auch die Heue gleich zu verstehen. Das heißt, ich möchte mit euch jetzt gern in die Praxis gehen, werde euch einige Videos zeigen mit den entsprechenden Hauübungen. Und dabei werden wir jetzt im Stand beginnen. Gut, in diesem Praxisteil, in diesem Video, werden wir uns erstmal mit dem Scheitelhau und dem Zornhau als ersten beiden Heuen in der halben Variante im Stand beschäftigen. Es folgt jetzt erstmal eine Darstellung der Zielbewegung, die wir gern in dieser Übung zum Ende erreichen wollen. Ihr seht hier also den Scheitelhau als halben Hau. Ausgangsposition ist der Langort und Endposition ebenfalls der Langort. Diese Position wird grundsätzlich in 3 Teilbewegungen zum Erlernen zergliedert. Die Teilbewegung 1 ist das Absenken des Ortes, Teilbewegung 2 ist das Ausholen mit der Waffe um den Kopf in die Hut vom Tag und die Teilbewegung 3 ist dann das Strecken des Arms in den Langort, sodass die Waffe möglichst früh ihre Haubewegung rotierend beginnt. Als Ziel für alle Übungen in diesem Kapitel dient uns der Kopf. Das Zerlegen in diese 3 Teilbewegungen ist gerade am Beginn des Bewegungslernens hier im Hau sehr wichtig, um die Besonderheiten jeder Teilbewegung zu verstehen und zu lernen. Denn langsam ist flüssig und flüssig ist schnell. Je langsamer wir etwas können, umso schneller können wir es am Ende auch. Denn der Körper hat jede kleine Teilbewegung gespeichert. Teil 1 ist also das Absenken des Ortes, ohne dabei die Hand stark anzuheben oder zu senken. Teil 2, das Gehilz um den Kopf anziehen, wobei die Waffe sehr locker gehalten wird. Und Teil 3, der eigentliche Hau, das Vorschnellen der Waffe durch das Strecken des Armes und das Rotieren der Waffe. Hier jetzt nochmal flüssig. Wichtig ist hierbei auch der Rhythmus, das heißt, die Waffe wird langsam angezogen und dann im Hau erst beschleunigt. Dies wird nun also eure erste praktische Übung sein, indem ihr den Scheitelhau in 3 Zeiten üben lernt, in 3 Teilbewegungen. Denkt euch dabei im Kopf immer diese 3 Zeiten. 1, den Ort absenken, 2, das Gehilz um den Kopf anziehen und 3, das Hauen oder Strecken in den Langort. Ihr könnt euch auch die Kommandos, so wie ich das sonst im Training mache, selbst laut vorsagen oder auch einfach in Gedanken durchgehen. Dies ist dann eine Form von mentalem Training, was euch sehr stark hilft, diese Bewegung zu verinnerlichen. Dies ist nun also eure erste Standardübung. Macht sie ca. 20 Mal, also 20 Wiederholungen und dann könnt ihr direkt zum nächsten Hau übergehen. Im Anschluss könnt ihr die gleiche Übung natürlich auch mit dem Zornhau machen. Auch hier den Ort absenken, um den Kopf ausholen, diesmal weiter bis in die Hut vom Tag rechts oder auch die Zornhut bei manchen und dann den Hau ausführen. Führt auch diesen Hau wieder 20 Mal aus, gerne auch mehr, so wie es euch gefällt, bis ihr einigermaßen ein Gefühl für die Einteilung der Heue in diese 3 Teilbewegungen habt und auch ein Gefühl dafür, wie sich die Waffe bewegt und wie sich euer Körper verhält.
Nachdem ihr nun ein Gefühl dafür bekommen habt, diese 3 Teilbewegungen durchzuführen, hier am Beispiel Scheitelhau und Zornhau, probieren wir nun das Ganze in 2 Zeiten, also 2 Teilbewegungen zu zerlegen. Ihr seht das hier sehr schön am Beispiel des Zornhaus. Anziehen, hauen, anziehen, hauen. Wir wechseln jetzt also von 3 Zeiten auf 2 Zeiten. Das größte Problem, was hierbei auftreten kann, ist, dass ihr vergesst, den Ort zuerst abzusenken. Und das ist extrem wichtig, denn das Absenken des Ortes sorgt dafür, euch in der Ausholbewegung vor gegnerischen Angriffen zu decken. Also wirklich darauf achten, und wenn ihr merkt, dass das nicht mehr so funktioniert wie mit 3 Zeiten, dann wieder die andere Übung wiederholen. Ihr solltet diese Übung jetzt sowieso ständig wiederholen, also vielleicht täglich einfach mal 5 Minuten lang üben und dann natürlich auch mit den entsprechend anderen Heulen auf der rechten Seite, also nicht nur A und B, sondern auch C, den Mittelhau, und D, den Unterhau üben. Und dafür habe ich euch jetzt auch nochmal hier die entsprechenden Videos mit angehangen, sodass ihr euch gleich noch den Mittelhau und den Unterhau anschauen könnt. So, nun habt ihr die ersten Basics zu den Prinzipalheulen von mir auf den Weg mitbekommen. Ihr könnt also die Linien A, B, C und D, also die ersten 4 wichtigsten von eurer starken Seite, hauen als halbe Heue. Im nächsten Video widmen wir uns dann zum einen erstmal aus dem Stand in das Balancieren und die Beinarbeit, die Heue zu bringen. Und danach schauen wir uns dann die ganzen Heue an, sowie natürlich auch die Heue von der linken Seite zu hauen. Wir haben also noch ein ganzes Programm vor uns. Nutzt die Zeit, trainiert fleißig, arbeitet strukturiert, nehmt euch Zahlen, sagt also zum Beispiel, ihr macht euch ein kleines Programm mit 10 mal Scheitelhau, 10 mal Zornhau und so weiter. Macht das zuerst in den 3 Zeiten mit den 3 Teilbewegungen, dann in den 2 Zeiten. Schaut, dass ihr regelmäßig trainiert, und wenn es nur jeden Tag mal 5 Minuten sind, dann werdet ihr sehr schnell Erfolge haben, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich danke euch und freue mich darauf, von euch zu hören. Bis bald, euer Paul.